fahren wir mit 5 km/h rückwärts. Der traut dem System. Obwohl, wir haben schon mehr kaputt Jetzt gemacht. pass auf, jetzt warnt er gleich Wow, wie geil ist das denn? und bleibt stehen. Ne? Der ist von dort richtig volle Lotte in die Eisen. Ja, genau. Darauf hat die ganze Welt gewartet. Der Subaru Forester Baujahr 2020 als Hybridversion, ja mit sparsamsten Leistungswerten in der Fahrzeugklasse und natürlich permanentem Allradantrieb. Das Ganze ist auch noch so verteilt worden, dass sich die Gewichte auch noch optimal auf beide Achsen verteilen. Da ist er. Innen drin hat sich auch einiges getan. Wir werden gleich mal berichten, welche Fahrerassistenzsysteme noch verbessert worden sind und wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal hier kurz die Verbrauchsdaten, die darf man gerne zeigen bei einem Hybridfahrzeug. Es ist der Forester Hybrid 2.0 IE Active Lineartronic und der glänzt mit kombinierten Werten von 6,7 Liter und einer CO2-Effizienzklasse B. Ja, das sind traumhafte Werte. Und wenn man dann noch bedenkt, dass solche Autos für 35.000 € brutto über den Ladentisch gehen, ja, in der Klasse, da staunt sogar Michael Sauer. Grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du selbst hast auch was gelernt. Was hast du gelernt? Ich bin Kfz-Meister. Wollte man mal erwähnen. Du selbst bist nicht mehr so oft in der Werkstatt, muss man dazu sagen, aber du kannst halt ganz gut beurteilen, wie das Ganze ausgeführt wurde. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da war das Thema Hybrid und Subaru noch gar nicht da. Ja gut, das Thema wurde immer vor uns hergeschoben, ist inzwischen aber jetzt endlich bei uns angekommen und ja, es geht ja auch in der ganzen Elektromobilität ja kein Weg mehr dran vorbei. Das Elektrifizieren wird überall Einzug nehmen und so ist es bei uns jetzt mit dem Forester als erstes Modell, der ausschließlich noch mit diesem Hybridantrieb geliefert wird, auch der Fall. Ja, wir zeigen mal ganz kurz nochmal ein schönes Modell, was wir immer wieder zeigen. Das ist quasi der Boxermotor. Da fehlt jetzt ein bisschen was und das liegt unten drunter. Genau, also unser altes System kennen wir ja, Boxermotor, Allradantrieb, Symmetrical AWD und jetzt nehme ich das mal einfach so zur Seite. Hier sieht man jetzt wieder den Boxermotor, hier ist das Getriebe und hier ist der Elektromotor integriert und die Lithium-Ionen-Batterie, die übrigens 118 Volt hat, also Hochvolttechnik, liegt direkt über der Hinterachse. Das heißt, man sieht das schön 2 Blocks mit zweimal Gewichten und die sind fast identisch verteilt auf beide Achsen. Ja, das Schöne ist, ausgeglichene Massen, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das heißt, wenn man Gas gibt, du hast hier keinen Motor, der sich hin und her bewegt. Du brauchst keine Ausgleichswellen, all das ist nicht nötig. Genau, beim Boxermotor gleichen sich die gegenüberliegenden Kolben halt gegenseitig auf und dadurch gibt es weniger Vibration, Motor dreht schneller und freier hoch und wie gesagt, die Symmetrie in der Kraftverteilung, das ist eigentlich das Ding. Wenn man so nett bist, beide Modelle mal nebeneinander stellst, das ist der klassische, genau, bitte einmal von hinten zu mir, dass man das etwas besser sieht. So. Andere Seite? So rum. Genau so rum und das andere direkt daneben mal stellst. Dann sieht man es nämlich, der Boxermotor liegt nämlich ein gutes Stück tiefer auf der Straße. Und das hat natürlich einige Vorteile und die Verteilung von vielen Motoren, so will ich es mal sagen, wenn ich jetzt nicht gerade einen quer eingebauten V6 habe oder so, der ist normalerweise etwas ungleichmäßiger. Ist das richtig? Ja, ist klar. Erstmal sieht man, die Bauhöhe ist schon mal unterschiedlich. Das heißt, wir können unseren Boxermotor halt wesentlich tiefer im Auto einbauen, bekommen da natürlich durch einen tieferen Schwerpunkt und je tiefer der Schwerpunkt ist im Auto, umso besser fährt das Auto. Und beim reinen Vierzylinder, der ja klassisch quer zur Fahrtrichtung eingebaut wird, haben wir halt immer die Problematik erstens der Bauhöhe und zweitens die Kraft geht erstmal hier raus ins Getriebe, hier rüber übers Differential und dann erst zu den front- oder heckangetriebenen Achsen. Das ist er, da steht er. Man sieht von außen ja keinen großen Unterschied. Das Fahrzeug liegt aber trotz der Höhe, der ist gut und gerne 1,70 Meter hoch, oder? Ja, er ist gegenüber dem Vorgängermodell sogar einen halben Zentimeter kleiner geworden. Also in der Höhe ist er etwas flacher, aber 2 Zentimeter breiter und in der Länge, glaube ich, 1 Zentimeter länger. Also unwesentlich, aber die Form oder das Modell Forester erkennt man sofort wieder. Der liegt wie ein Brett auf der Straße, selbst der SUV. Das ist selbstverständlich. Kommt wiederum der Technik zugute, die wir uns eben gerade angeschaut haben. Und das liegt halt daran, dass wir hier gute Gewichtsverteilung haben und halt den klassischen Permanent-Allrad, der halt hier 60-40 jetzt die Kraft verteilt hat. So, das hier ist eine schöne Ausstattungsvariante. Was ist das? Das ist ein Active, das ist eigentlich das Einstiegsmodell oder über dem Trend. Es liegt also eins über dem Trend, hat aber alle Fahrerassistenzsysteme, hat auch schon elektrische Heckklappe,
hat abgedunkelte Scheiben hinten, 17 Zoll Räder. Der nächsthöhere, das ist der Komfort, der hat dann eigentlich nur noch das Navi mehr drin, aber das erkennt man ja von außen gar nicht. Und hier, was auch neu ist an diesem Auto, ist einfach, hier sieht man so ein paar Sensoren. Da denkt man vielleicht, das ist so eine Einparkhilfe, ist es aber nicht. Es ist ein Notbremsassistent, der nach hinten funktioniert. Das heißt, wie geht das denn? Ja, das kann ich Ihnen ja auch mal in Live zeigen. Also wenn man rückwärts fährt, da kennt man normal dieses klassische Piep, Piep, Piep. Ja, und wenn man dann über die Kamera vielleicht noch den Rückbereich sich anschaut, dann sieht man vielleicht auch, wo man hinfährt, nur im Dunkeln und manchmal liegt ein Stein da. Diese Sensoren erfassen das und würden im Notfall eine Notbremsung auslösen. Das heißt, das Auto wird gebremst. Ist mir passiert mit meinem T6. Ich muss überlegen, rechte Seite, hinten bin gegen die eigene Hofeinfahrt gefahren, 6.000 € Schaden. Ich bin übrigens vorher ungefähr 500 Mal rein rausgefahren. Irgendwann war der Tag da. Der würde also dann bremsen. So ist es, ja. Genau. Der bremst auch wirklich? Der bremst, das zeige ich dir nachher. Kannst du genau zugucken. Siehst du das? Echt? So, was mir gut gefällt schon mal, es wird ja den Subaru-Modellen so ein bisschen nachgesagt, ja, da fahren ja die Jäger mit. Die Jäger sind ja alle ein bisschen älter, was auch nicht stimmt. Ja, es gibt viele junge Jäger. Aber der ist optisch sehr, sehr schick geworden. Der hat so eine Bicolor-Optik hinten. Genau. Wir haben also hier die völlig neu designten Rückleuchten. Auch diese Blende hinten wird hier schön reingeschnitten und das gibt dem Auto halt eine frische, moderne Optik. Ja, wirklich sehr frisch. Unten hat man sogar so einen leichten Carbon-Look, wo wir eben die Parksensoren gesehen haben. Ganz unten dann in Silber dieser Unterfahrschutz, der angedeutete. Genau. Da kann man aber noch richtig nachrüsten. Das heißt, wenn ich möchte, es gibt von Subaru so richtig Bleche, die man drunter schrauben kann. Ja, sicher. Es gibt natürlich Aluminium- oder Stahl-Unterfahrschutzsysteme, die für das hintere Differential oder auch für den Motor vorne im Zubehör angeboten werden. Ja. Jetzt mal, großes Thema ist ja Mild-Hybrid. Ist das hier so ein Mild-Hybrid? Ich frage mal so ganz ketzerisch. Ja, genau, das ist ein Mild-Hybrid, der aber als einziger auch ein bisschen rein elektrisch fahren kann. Ne? Die meisten, da siehst du ja keinen Unterschied im Spritverbrauch bei dem Mild, habe ich oft. Ja, richtig. Also es ist so, dass hier dieses Mild-Hybrid unterstützt ja normalerweise nicht. Und so ist es auch hier. In den meisten Fällen beim Beschleunigen wird der Elektromotor dazu geschaltet, der bringt nochmal 17 PS und 66 Newtonmeter Drehmoment, das merkt man dann schon. Kann aber normalerweise nicht voll elektrisch alleine fahren. Das geht hier? Das geht hier bis zu 1,6 Kilometern mit einem, ich sag's noch mit dem zarten Fußpedal, also mit dem rechten Fuß mal so schon zart umgehen, dann kann man schon ein paar 100 Meter Rolle. Also in der Summe bringt es aber einem wirklich mehrere Stunden. Also ich war jetzt eben gerade mit einem Auto nochmal unterwegs, der hat jetzt 300 Kilometer auf dem Tageskilometerzähler gehabt und war über eine Stunde aus. Also entweder im Start-Stopp-Modus oder eben im rein elektrischen Betrieb. Und das spart dann unterm Strich laut Hersteller in der Angabe etwa 0,7 Liter. Aber es ist jetzt nicht so, ich habe ja oft so Verbrauchsangaben, ich habe eben 6,7 Liter vorgelesen, die liegen dann bei 1,8 bei einem 3-Tonnen-Auto. Bei 50 Kilometer Reichweite, das ist ja alles andere. Klar, jetzt kann man sagen, ja, ich fahr immer nur 50 Kilometer. Das System hier funktioniert anders. Ja, also es ist so, dieser Verbrauch von 6,7, der ist natürlich nach NIFZ gerechnet. Das WLTP, das wirkliche Fahren auf der Straße, da haben wir schon 8,1, glaube ich. Und irgendwo, die Wahrheit ist irgendwo bei 9 Liter, pendelt der sich ein. Man darf halt nicht vergessen, diese ganze Hybridtechnik hat ja auch irgendwo sein Gewicht. In dem Fall bei uns sind es 110 Kilo zusätzlich an Bord durch die Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben vorne jetzt auch im Fahrzeug 2 Batterien verbaut. Die eine ist halt für die Bordelektronik zur Versorgung und die andere rein, um wieder zu starten über einen sogenannten Startgenerator. Kann ich dir aber gerne mal zeigen, wenn wir mal unter die Haube gucken. Ja, und dann denke ich mal, tun wir das mal zuerst. Wir werden auch gleich mal das Auto fahren, also bitte bleibt dran, es gibt noch einen großen Fahrbericht und der Michael Sauer ist dafür bekannt, unorthodoxe Fahrten zu machen, unter anderem gegen Mauern und gegen was weiß ich. Ja, so auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, sieht man erstmal nichts. Wo sind denn hier die orangefarbenen Kabel? Ja, die sind halt unter dem Auto verlegt. Okay. Weil hier vorne haben wir nichts mit Orange. Ne? Also es gibt hier 2 Batterien, einmal hier diese
kleinere Batterie, die ist einfach nur dafür da, dass dieser Startgenerator während der Fahrt, wenn der im Elektromodus war, wieder gestartet wird. Das geht ich verstehe. Nicht über den normalen Starter, den Elektrostarter, mit dem man das Auto zum ersten Mal startet. Und das hier ist die Batterie zur Versorgung des Stromnetzes, wie wir es vorher auch hatten. Ne? 12 Volt beides. 12 Volt, ja. Genau. Und hier unten drunter, hinten Richtung Getriebe, da gibt es dann diese Hochvoltkabel, aber ich glaube, die sieht man von hier oben überhaupt gar nicht. Die sind noch gar nicht da. Das heißt also, das sind diese berühmten orangefarbenen, wo ja auch eine spezielle Ausbildung, die braucht man hier auch. Genau, diese HV-Ausbildung braucht man hier auch. Und die orangen Kabel, also die fangen hin an der Batterie an, im Kofferraum kann ich ja gleich auch mal zeigen, und liegen dann aber unter dem Auto. Aber ich habe hier so eine... Warte mal kurz, ich wollte noch auf eins eingehen. Der liegt jetzt hier relativ hoch, aber der Schwerpunkt vom Gewicht ist viel weiter unten. Ja sicher, das ist jetzt natürlich viel Kunststoff hier oben und die Peripherie, Ansaugrohr. Die Kurbelwelle ist hier unten, siehst du, also die liegt schon relativ niedrig. Na, und drunter ist eigentlich nur noch der Partikelfilter, den das Auto ja auch hat. Und die Auspuffanlage, die dann nach hinten unter dem Auto weitergeführt wird. Ja, Subaru ist dafür bekannt, dass die Fahrzeuge ewig halten. Also es ist leider so, hat aber auch einen Vorteil. Du kannst bequem auch Fahrzeuge, die 10 Jahre alt sind, in Zahlung nehmen. Die funktionieren. Sie sind für dich in der Werkstatt extrem leicht zu warten. Also nur mal anhand dieses Beispieles Ölfilter, Symbiose mit Einfüllstutzen. Das ist wunderbar für den Techniker, also der Monteur, der dreht hier den Filter los, da hat er sogar so einen kleinen Tellerrand noch, da läuft der Rest. Frechheit, oder? Ja. Und da muss man sich nicht die Arme brechen. Der Ölfilter ist oben. Ja, der ist oben und dann läuft der auch schön leer, ne? wenn man den Ölservice macht. Und wenn der von unten irgendwo angeschraubt ist, dann hat man halt häufig auch einen Viertel-Liter oder einen Halb-Liter, der dann halt doch im Motor verbleibt. Könnte der Kunde ja auch selber machen, aber man hat lange Garantie. Es lohnt sich, in die Werkstatt zu fahren, dann bleibt die Garantie. Absolut. Also die Wartungsintervalle, die sind halt einmal im Jahr oder 15.000, aber dafür gibt der Hersteller ab Werk auf dieses ganze Auto 160.000 Kilometer oder 5 Jahre Garantie. 5 Jahre uneingeschränkte Werksgarantie, korrekt? Bis 160.000 oder wie? Bis 160.000 und dies ist sogar noch um 3 weitere Jahre bis zu 200.000 Kilometer verlängerbar. Echt? Ja, das ist so. Gut, also das heißt, die vertrauen in Autos. Das Besondere hierbei, wir haben eben schon drüber gesprochen, ich brauche hier keine Ausgleichswellen bei dem Auto. Genau, also Ausgleichswellen im Bereich des Motors sind hier vollkommen überflüssig, weil sich die Massen halt, wie gesagt, gegenseitig ausgleichen. Wenn ich jetzt mich jetzt hier drunter begebe, unter das Auto, sieht man da was von dem Elektro? Da siehst du gar nichts, aber wenn du Elektro sehen willst, dann können wir in den Kofferraum gehen. Dann zeige ich dir. Dann machen wir das mal, komm. Das zeigen wir auch mal, weil die Leute wollen ja das sehen, was man nicht auf der Straße sieht. Was jetzt hier auch neu ist, unsere Heckklappe geht ein bisschen flotter auf. Ne? Das ist elektrische Heckklappe, schon im Active-Modell. Ja, da war sogar die Rückfahrkamera zu sehen. Genau. Hier ist jetzt dieser normale Kofferraum. Ich nehme mal hier diese Matte raus. Das ist ein Zubehörteil. Es gibt übrigens unglaublich viele Schmutzmattensysteme für Subarus. Ich glaube, der ganze Markt ist voll damit. Genau. Das ist die Batterie? Hier drunter unter diesem Deckel, da sitzt die Hochvoltbatterie. Also selbst hier sehe ich noch keine orangen Kabel, weil ich dafür erstmal den Deckel hier abschrauben muss. Also um das Auto stromlos zu machen, muss der Deckel ab. Und wie gesagt, ist auch diese HV-Ausbildung. Der liegt auch innen, das heißt, die Batterie wird schön gewärmt im Winter? Genau, die Batterie wärmt das Auto von innen auch ein bisschen. Klar, es entstehen ja Temperaturen. Und damit diese Temperaturen auch abgeführt werden können, gibt es hier hinten im Kofferraum, im Fond, auch eine Belüftungsöffnung. Hier wird also quasi Luft angesaugt, die über den Ventilator dann die Batterie kühlt. Und deshalb sollte man hier in dem Bereich auch mal aufpassen, dass man da nicht Jacken oder Decken oder irgendwas permanent ablegt. Ja. Der fängt aber an zu beschweren, wenn er zu warm wird. Der merkt das sofort und gibt dem Fahrer dann auch einen Hinweis, Rückbank kontrollieren und so weiter. Und dann, dass diese Lüftungsschlitze frei bleiben. Ja. Ich kann aber so kleine Milupa-Kekse, die kann ich ruhig da reinmachen, da passiert nichts. Nee, das macht dann gleich mal Cracker hinten raus, aber mehr passiert da nicht. Gut. Wollte ich mal fragen, weil da sitzen ja des Öfteren schon mal Kinder, die da sind. Jetzt reden wir ja oft so über grüne Subarus, ja, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. Jäger. Das Bild hat sich ja komplett gewandelt. Das hier, wer kauft denn so ein Auto? Gerade, man muss den Preis auch immer nennen. Also das Fahrzeug, wie es hier steht, Barpreis rund 35. Korrekt, ja, 35.000 ist natürlich schon eine Hausnummer auch für einen Jäger. Also ein Jäger kauft das Auto auch, aber der nutzt es halt dann sowohl für die Jagd als auch für den privaten Bereich. Das heißt für die Urlaubsfahrten, genauso für die Fahrten ins Revier. Wir haben halt immer noch diese Bodenfreiheit von 22 cm. Wir haben gute Rampen. Sag das mal gerade.
Also das ist ein richtiger permanenter Allrad, der ist gebaut fürs Gelände, so sind alle Subarus, bis auf, ich glaube mal, irgendwelche Sportwagen, die mal rauskamen. Genau, der BAZ, der ist ein bisschen tiefer und der Impreza VRX STI, der ja leider nicht mehr in Deutschland verkauft wird, die waren etwas deutlich tiefer. Natürlich Da steht aber nichts groß raus, das heißt, ich habe die komplette Bodenfreiheit durchgängig über den ganzen Boden. Genau, ich kann ja auch anhand eines Holzklotzes mal zeigen. Ja, ein Pseudo-Holzklotz. Da sind die Mitbewerber halt auch mal hier genannt. Ne? Also die 22 cm, die haben wir hier sogar hinten am Schmutzlappen. Ne? Das heißt, selbst dieses Teil, das kann ich noch ein bisschen wegbiegen und selbst da geht noch ein bisschen mehr, sodass die 22 cm wirklich in Wirklichkeit noch etwas mehr sind. Das heißt, wir haben hier keinen Kuschel-Allradantrieb. Nee, das Auto ist wirklich als SUV auch eingestuft und die Bodenfreiheit, die Rampenwinkel und das Allradsystem insgesamt sprechen ja dafür, das Auto auch im Gelände zu bewegen. Ja, wenn es mal schneit, da fängst du eigentlich an, erstmal zu lachen. Denn ich sag mal, das Auto kommt selbst mit widrigsten Bedingungen, also Schlamm, egal was, unglaublich gut klar. Ja, also wir haben inzwischen sogar den X-Mode, den wir ja schon im Vorgängermodell hatten, der wird nochmal verbessert. Gerade um diese Dinge im Gelände, die du gerade angesprochen hast, nochmal zu verfeinern. Da gibt es halt für Schnee und Dirty Schnee, also Tiefschnee und Matsch, extra nochmal eine Einstufung, um den Allrad halt nochmal ein bisschen zu verfeinern, um diese Fahrzustände dann halt auch zu meistern. Ne? Der ist jetzt nagelneu, der hier? Der ist nagelneu, ja. Ja. Der Duft, der aus so einem Auto rauskommt, ist interessant, oder? Das ist Subaru? Es riecht immer neu, ja. Es riecht nach Subaru, so ist es. Ja. Jede Marke hat ja da seinen Geruch. Ich habe letztes Mal von Calvin Klein so eine Parfümwerbung. Das riecht wie mein Traummann, hat sie gesagt. Mach mal auf bis hinten. Family Auto, großes Thema, ja. Also 5 echte Sitzplätze. 5 echte Sitzplätze. Der Beifahrersitz ist jetzt ganz hinten und du siehst selbst, hier ist noch... Ich steig mal an. Du bist 1,80. Ich sitze hier mal ganz locker und bequem. Ist ganz hinten. Ganz hinten. Der Sitz ist jetzt ganz hinten, außer die Rückenlehne. Die kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen neigen, aber hier von der normalen Sitzposition her sitze ich wunderbar und sogar noch bequem. Mach mal oben den Kopfstütze kann man noch rausschieben. Genau, Kopfstütze raus. Mach mal oben noch mal Platz mit der Hand. Das ist die Kopffreiheit, die ist natürlich bei dem Modell, das ohne Schiebedach ist, noch etwas größer als die Modelle mit Schiebedach. Da sind wir halt so 3 cm tiefer, weil das Schiebedach halt ins Dach schiebt. Aber auch selbst die wird hier noch locker für mich ausreichen. Das ist aber gar nicht so hoch, habe ich das Gefühl, das Auto. Wichtig ist ja, wenn ich dann hier einen Dachgepäckträger drauf habe, ich kenne das von meinem T6, muss ich ja immer gucken, 1,90 Meter. 2 Meter und dann gibt es ja auch viele in Tschechien oder in Kroatien, da kostet die Maut sogar mehr, wenn das Fahrzeug zu hoch ist. Gut, das weiß ich nicht genau, aber habe ich, 1,90 Meter. Hab ich schon gehört. Also hier ist jetzt mal ein Grundträger montiert am Auto und man sieht ja, das ist jetzt für ein Fahrrad gedacht. Ich bin jetzt 1,80, ne? Also hier hat auch Subaru mitgedacht, hier unten. Warte, ich zeig's. Gibt es halt so eine Möglichkeit, sich wirklich abzustützen und auch den Fuß mal richtig aufzusetzen. Und dann kann ich auch hier hoch. Warte, ich zeige das mal gerade, dass wir das mal sehen. Mit dem Fahrrad hantieren, das geht schon. Das geht schon, sagt er. Wenn hier oben steht, uns zu verzurren, ist das kein Problem. Eine gute Möglichkeit, hier aufzusteigen. Ja. Ich zeige mal gerade innen nochmal, wie schön das hier verarbeitet ist. Das Im Aktivmodell gibt es hinten sogar schon Sitzheizung, wenn du mal in deine Mittelkonsole guckst. Ja. Das ist nicht das Topmodell, was wir sehen. Nein, das ist das zweite Modell über dem Einstiegsmodell. Und Lüftungsdüsen hinten, Sitzheizung hinten, wie gesagt, getönte Scheiben, auch die Mittelarmlehne in der Mitte schon beim Grundmodell. Auch das ist schon drin. Das ist auch schon drin. Also für mich ist das entschleunigte Fahren ein Riesenargument für meinen T6 gewesen. Das hohe Sitzen, das eben nicht so schnell unterwegs sein. Ich habe noch einen Audi, ein A5 Avant. Da hole ich mir laufend Knöllchen, weil ich bin zu schnell unterwegs. Also das Entschleunigte ist das, was viele wollen, oder? Ja, inzwischen ist es wirklich so. Ich bin jetzt auch weit über die Mitte 50 schon. Und sieht man nicht. Danke. Und ich merke also, die Automatikautos, die sind mir immer lieber. Also ich fange an zu cruisen, ich fange an zu rollen. Es macht mir Spaß, auch den Hybrid hier auszuprobieren und einfach auch entschleunigt durch die Gegend zu fahren. Ich meine, wir wissen, wir brauchen uns nichts vorzumachen auf der Autobahn heutzutage.
120, 130er Schnitt. Kommt es eh nicht schneller an. Eben, das bringt eh nichts mehr, also fahren wir lieber ein bisschen entspannt und nutzen die Assistenzsysteme und kommen dann ausgeruht am Ziel an. Mach mal vorne die Klappe zu, denn ich will mal gerade was zeigen. Bitte? Bitte? So mache ich das gerne. Dem Kfz-Meister ist nicht zu schwör. Wir werden nämlich gleich mal ein bisschen was erzählen. Du bist schon wie lange jetzt mit Subaru zugange? Oh, seit 1993, also das sind jetzt schon 5, 6, 27 Jahre bald. Ne? Hat dich der Hersteller jemals enttäuscht? Nie, bisher, wirklich. Er war nicht immer der Schnellste. Du hast dir manche Sachen etwas schneller gewünscht. Genau, also in der Umsetzung neuer Technologie waren sie ein bisschen langsam, das stimmt schon. Aber inzwischen haben wir hier, auch bei dem Modell sieht man es, LED-Technik vom Standlicht über das Tagfahrlicht. Full-LED. Full-LED, die Nebelscheinwerfer sind Full-LED, wir haben ein Kurvenlicht. Also das sind so Dinge, die jeder jeden Tag nutzt im Wald. Oder was auch wirklich viel ausmacht. Das Licht ist viel heller. Absolut. Und wir hatten eben über die Alterskategorie der Kunden gesprochen. Also die 60-Plus-Generation ist halt unsere Kundschaft. Aber die ist sehr treu und die sieht halt nicht mehr so gut. Und das sind die Dinge, die mögen. Ne? Das unterscheidet dann auch so eine Billigausführung. Also selbst bei dem Active haben wir hier diese ganze LED-Lichter. Ich finde ihn nicht teuer. Also wenn ich jetzt sehe, für das, was alles drin ist, wenn man jetzt die Fahrdynamik nochmal sieht, 35.570 € inklusive Mehrwertsteuer, Höchstgeschwindigkeit 188 km/h. Dann muss man auch noch dazu sagen, die Autos sind so unverschämt leise geworden, das wollte ich gerade mal zeigen, dass man überhaupt nicht mehr merkt, dass man in so einem Fahrzeug sitzt. Ja, das kann man nachher beim Fahren ja selbst mal feststellen. Sogar diese Helfer wie so eine Seitenkamera ist in so einem Auto auch schon mit dabei. Also, der hat all das, was wir bei den anderen auch gezeigt haben, vor 2 Jahren. Mach mal kurz vorne auf, ich wollte mal was zeigen. Steig mal ein und ich mach mal hinten auf. Denn großes Thema ist ja der erhöhte Einstieg und die Übersicht. Ich habe jetzt hier keinen brachialen, hochliegenden Wagen, sondern ich habe eigentlich... Das verkaufen andere als normale PKWs. Ja gut, die Sitzposition ist natürlich schon erhöht, das merkt man beim Außen. Leicht, aber es ist jetzt nicht so mega hoch. Nee, ist nicht mega hoch, so soll es ja auch nicht sein. Je tiefer der Schwerpunkt, desto besser ist ja das Fahrverhalten. Also irgendwo macht man den Kompromiss zwischen Sitzposition und Schwerpunkt. Das muss jeder für sich dann entscheiden, was einem wichtiger ist. Ne? Ja, ich gucke aber ein gutes Stück über die anderen Autos drüber. Ja, sicher. Ich sitze jetzt ganz normal, ich habe elektrische Sitzverstellung, auch in diesem Modell schon, ne, auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Kann mich jetzt hier auch noch hochpumpen und dann sehe ich hier wirklich wunderbar über diese Motorhaube drüber. Ich habe auch den Platz, denn du bist 1,80 Meter groß, das heißt, ich komme ein gutes Stück höher. Wie viel hoch kommst du noch jetzt? Also ich kann jetzt noch hochfahren. Kann man ein bisschen hochfahren. Es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ich möchte es gerne bequem haben, möchte etwas höher sitzen wie die anderen. Viel zu hoch, aber es geht noch höher. Geht noch höher. Jetzt kann ich noch ein Stück zurück. Ja, passt. So, jetzt mach mal kurz auf, dann zeige ich das mal gerade. Denn es ist vielen Leuten einfach wichtig, dass sie hoch einsteigen. Da hat man vielleicht mal ein Hüftgelenksproblem oder man ist halt einfach nicht mehr so gut zu Fuß. Und das ist jetzt angenehm. Also wenn ich jetzt hier so raus... Nochmal rein, bitte. Nee, stopp, wenn du jetzt mal den Trick machst. Du bist ja jetzt noch... Ich bin jetzt alt. Du bist jetzt alt, ja. Ja, genau. So, Kopffreiheit hier ist auch vorhanden, na? Obwohl der Sitz ganz oben ist. Na? Für mich Darf ich ja was verraten? Ich steige so ein. Ehrlich? Ja. Sven, du enttäuschst mich, ich bin alt. Ja, ich bin 51, hör mal. Also das ist in einem T6 steige ich so ein. Also das ist wirklich so. Der ist ein Ticken höher. Wollte gerade sagen, der ist sicher ein Ticken höher, aber ich sage mal, es hängt ja auch ein bisschen von der Körpergröße ab. Also wenn ein kleiner Mann oder ein größerer Mann, ich fahre jetzt hier mal ganz runter und zurück, ich bin sicher, dass du mit deiner Größe hier den Sitz nach vorne fährst, weil der viel zu weit nach hinten geht und du zu weit weg wärst. Das ist aber auch natürlich auch Geschmackssache. Ja. Ist das Lenkrad schön verstellbar in allen? Zeige ich dir auch hier in der Höhe und auch längs verstellbar und mit einer Hand zu arretieren. Ich sehe auch die Instrumente gut, auch wenn es verstellt ist. Absolut. Außerdem hier gibt es auch was Neues. Hier gibt es ein Driver Monitoring System. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir fahren. Du hast einen draußen, ist es aber nicht der hier, oder? Nee, das ist das gleiche Modell, doch ein Active, mit dem fahren wir gleich mal. Was wir gleich nicht sehen, ist auf der linken Seite, das zeigen wir jetzt am besten mal, das sind ganz viele kleine Helferlein, die sind hier links. Unter anderem fängst links oben an, einfach mal den Kofferraum auf. Genau, elektrische Heckklappe. Hier kann man das Kurvenlicht abschalten, was eigentlich keinen Sinn macht. Hier kann man eine zweite Höhe einstellen für die Heckklappe. Ja. Genau, das ist die Armaturenbrett-Dimmer. Hier kann man Fahrdynamikregelung ausschalten. Macht dann Sinn, wenn man wirklich im Schnee steckt oder mal im Batsch ist. Fahrdynamikregelung aus, X-Mode ein und dann
kommt man überall raus. Das ist Anfahrkollisionswarner und Spurwechselassistent und das kann man auch das Driver-Monitoring-System ausschalten. Ich habe auch, wenn mehrere Leute mit dem Auto fahren, ich kann problemlos abspeichern. Genau, also man kann mit diesem Driver-Monitoring-System, der scannt einem das Gesicht ab. Das zeigen wir gleich mal. Das bis, ist bis zu 5. der scannt das Gesicht ab? Ja. Echt? Der erkennt bis zu 5 verschiedene Fahrer und wenn man Ich stellt automatisch ein. ja, und dann kann man die im Fahrerprofil anlegen und er erkennt, wer da drin sitzt, stellt einem den Sitz ein, die Spiegel ein und wenn es sein muss, auch noch das Radio. Ich kriege aber keinen Elektroschock, wenn die Ex-Frau einschaltet. Der erkennt sogar, wenn ich die Brille aber aufziehe, der erkennt dann mein Gesicht trotzdem noch. Okay. Ja. Wie mein Google Pixel, so ist es. Aber innen drin ist auch schön verarbeitet. Also es gefällt mir gut. Was mir immer gut gefällt, ist, man kriegt hier eine ganze Flasche rein an der Seite, nicht nur eine kleine Dose. Genau. Wenn man mal ein paar hundert Kilometer am Stück fährt und mal einen Schluck was zu trinken braucht, ist extra hier eine gute Möglichkeit, das abzustellen. Wenn das Auto ausgeliefert wird, sind da Fußmatten dabei? Selbstverständlich sind da Fußmatten drin. Okay. Da unten ist nochmal die Pedalerie, ist auch schön gemacht. So ein bisschen Rennoptik mit allem drum und dran. Man muss dazu sagen, es ist ein Arbeitstier. Also wir reden hier über ein Fahrzeug, was von vielen Leuten, die im Gelände unterwegs sind, tagtäglich sogar viele Behörden, die unterwegs sind, damit die ein geländegängiges Fahrzeug haben möchten, die fahren Subaru. Ja, also wir haben jetzt auch wieder in der Kundschaft einen größeren Stromanbieter, der ja seine Leitungen kontrolliert und überprüfen muss. Und die fahren ja mehr abseits der Straße wie auf den Straßen. Und die haben jetzt mal nach einer längeren Pause wieder einen Subaru genommen und Sie reißen sich um, wer den fahren darf. Die sind happy damit, ja. Das ist der größere Stromanbieter. Ich frage nicht, wer es ist. So, ein Netzbetreiber. So, da ist er. Ja, wir fahren am besten mal. Auspuffrohr dezent hinten. Also das ist kein Brüllauto. Es brüllt nicht, oder? Nee, das ist ganz ruhig und leise. Nee, ich meine auch von der Optik her. Es ist keins, was sagt hier... Nee, das ist... Gerade noch die Laderaumabdeckung. Wie geht das? Also Laderaumabdeckung, erstmal kann man hier zumachen oder halt hier mit einem Handgriff rausnehmen. Und die könnte man hier unten auch... Da gibt es nämlich extra Platz für. Verstauen, genau. Die kommt dann hier unten drunter rein. So, und auf der anderen Seite das auch hoch. Und dann liegt das Ding hier drunter und ist weg. Ja, bisschen schade ist, Michael, ihr gebt ja leider den Leuten keine Einweisung. Das heißt, ihr schmeißt die ans kalte Wasser, wenn die hier das Auto abholen, oder? Auf keinen Fall. Also bei uns läuft das folgendermaßen ab. Wenn hier ein Interessent reinkommt, der bekommt erstmal eine persönliche Probefahrt mit mir oder meinem Verkäufer. Dann zeigen wir denen erstmal die ganzen Driver. Das ist eine Drohung übrigens. Ja, die ganzen Fahrerassistenzsysteme werden erstmal gezeigt. Und diese vielen Knöpfe, wir haben sie ja eben gesehen am Lenkrad, die überfordern die meisten. Wenn du dir jetzt vorstellst, da kommt jemand rein, der hat ein 10 Jahre altes Auto, er hat so viele Knöpfe und Kameras und alles noch nie gesehen. Und dann zeige ich denen erstmal, was das Auto kann. Dann lasse ich sie allein fahren, sondern ich lasse die ganze Helferschar aus, fahre sie mal mit dem Auto, genieße mal die gute Übersicht des Autos und komme sie erstmal mit dem Auto klar. Und dann kommt die Einweisungsfahrt dann bei der Abholung natürlich nochmal, da wird alles nochmal erklärt. Und auch wenn das eine Woche später wieder vergessen ist, dürfen Sie gerne nochmal kommen und wird es wieder. Cool, wir machen jetzt ein Video, da werden wir alle Funktionen mal zeigen in knapp einer halben Stunde, wie das Ganze funktioniert. Und auch da kann man den Lunzen nachgucken und sich nochmal schlau machen. Auf geht's zur Probefahrt. Ja, das Wetter ist schön schlecht. Schön schlecht. Es regnet nämlich. Und jetzt beginnt was ganz Besonderes. Er sagt direkt, hallo Michael. Er hat dich gescannt über eine kleine Kamera, die drin ist. Thema Datenschutz, wie sieht es damit aus? Ja gut, da steht ja nichts drin, was man nicht verheimlichen oder was man verheimlichen müsste. Wird aber nicht von Subaru übertragen, direkt online? Nein. Das ist einfach nur mein Fahrerprofil, das hier hinterlegt ist. Dann werden automatisch, wenn jetzt vorher jemand das Auto gefahren hätte, meine Spiegel eingestellt. Automatisch, brauche ich nichts machen? Nichts, brauchst du nichts machen. Keine Taste drücken. Normalerweise ist es am Schlüssel ja dran, aber jetzt hast du doch 4 Leute, die fahren. Geht schon gar nicht mehr. Genau, es geht auch über den Schlüssel, kann man das Fahrerprofil auch einstellen, aber das geht hier jetzt wirklich nur rein über diesen Gesichtsscanner. So, großes Display, das Display ist schön integriert. Thema Reinigung ist ein Traum, oder? Ja, es geht alles prima sauber. Man kann das finden. Ich hab einen CD-Schlitz. Ja, du kannst noch eine CD hören. Hier ist er. Ja. Trotz DAB Plus und allem und trotz CarPlay und was es alles gibt. Ja, aber das war auch schon für den einen oder anderen Kaufkriterium. Ne? Ich jetzt dann hier gucke und gehe dann auf die Medien und habe ich hier mein Handy hat sich jetzt eingeloggt. Ne? Gehe auf Radio, habe mein Radio
Habe es auch sehr, sehr übersichtlich. Das Ganze ist kapazitiv, der Touchscreen. Das heißt, sehr leicht zu drücken. Ich muss nicht feste drücken. Ganz genau, einfach ganz zart antipsen und dann hier haben wir natürlich auch unsere Apps, Apple CarPlay, Android Auto, alles hinterlegt. Wird natürlich mit dem Kabel, muss das gespeist werden, aber dann kann ich auch mein Handy hier spiegeln. Na, weil der ist ja der Active, der hat noch kein Navi drin. Also hier könnte ich zum Beispiel über Google Maps dann meine Karten mir anzeigen lassen. Ist er von selbst jetzt ausgegangen gerade? Ne, der ist ja gar nicht aus, der läuft ja noch. Der läuft noch, aber es ist extrem leise gerade. Genau, jetzt war die Anlassdrehzahl, die war etwas höher, weil der Wagen ja noch kalt war. Und jetzt ist er in den Ready. normalen, genau, in den Ready-Modus. So, da oben sieht man sehr schön, da sieht man die 2 Antriebsstränge visualisiert. Genau, also hier das Goldene ist jetzt der Motor, der läuft jetzt. Der Rest ist der Antriebsstrang, rechts die blaue Anzeige ist die Lithium-Ionen-Batterie, der Ladezustand. Okay, ist halb voll? Ist halb voll, wird aber auch während der Fahrt wird ja gespeist durch Bremsen. Genau, rekuperiert beim Bremsen oder beim Schiebebetrieb. Und jetzt sieht man schön, wie die Kraft rein über den Motor erstmal an die Räder übertragen wird. Und das verändert sich halt je nachdem, wie wir jetzt fahren. Ne? Merkst du den Elektromotor? Den merkst du schon. Ich merke den, aber im Moment greift er noch nicht ein. Also erst ab 4 km/h, wenn ich jetzt ein bisschen mehr aufs Gas gehe, dann wird siehst du jetzt, die Batterie speist jetzt den Elektromotor und der unterstützt mich jetzt in dieser Beschleunigungsphase. Jetzt wird er schon geladen? Genau, jetzt nehme ich das Gas weg und schon wieder geladen. Das ist ja krass. Das heißt, ein wesentlicher Faktor ist eigentlich bei den Hybridfahrzeugen, dass die geladen werden über die Energie, die normalerweise in Wärme umgewandelt wird in den Bremsen. Genau. Erstens das und zweitens also selbst wenn ich im zarten Modus fahre, wie jetzt gerade so dahin segle, sag ich mal, auch dann wird der Elektromotor alleine jetzt die Batterie wieder laden. Ne? Und jetzt beim Bremsen natürlich auch wieder. Jetzt geladen. Ist er ausgegangen, das fährt mal schön an diesem Surren. Steht auf 0. Jetzt steht er hier auf EV. Und Drehzahlmesser ist auf 0. Genau. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel auf den 314 Kilometer war der jetzt 1 Stunde 7 Minuten aus. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, du siehst sogar die Zeit, wo er nicht in Betrieb war. Ganz genau. Und dadurch kann man mal hochrechnen, was man bei so einer Tankfüllung oder auf 1000 Kilometer, wie viele Stunden der Motor dann eigentlich aus war. Ne? Und das macht dem Motor gar nichts mehr, oder? Dem Motor? An und aus. Nee, eben nicht, weil er den Startgenerator hat. Sicher, jetzt ist er auch wieder im Schiebebetrieb, Motor ist wieder ausgegangen. Jetzt gebe ich Gas, beschleunigen wir Richtung Autobahn. Jetzt habe ich Motor und Elektromotorleistung. Wenn mich das überhaupt nicht interessiert, ja, ich muss mich darum überhaupt nicht kümmern, geht alles vollautomatisch. Das geht vollautomatisch, dann drücke ich auch hier mal auf den Knopf, aufs Infodisplay und dann lasse ich mir halt was anderes anzeigen. Ne? Das heißt ein Radio oder was? Oh, achso, ja, Abstandstempomat. Genau, weil vor uns ist gerade ein bisschen Action auf der Fahrbahn und dann dachte ich jetzt, wenn ich mich mit dir unterhalte und gucke da so ein bisschen rüber, dann mache ich mir mal doch mein iSight an, mein Fahrerassistenzsystem. Da oben, also die beiden Hubbel, die Sie da sehen, das sind 2 Kameras. Genau, das sind 2 Stereokameras, die quasi wie ein zweites Paar Augen hier auf die Straße schauen. Und er lenkt automatisch jetzt? Den Spurhalteassistent, der wird ab 60 km/h wird der aktiv. Also der ist jetzt hier auch durch die beiden weißen Linien, sieht man dass der aktiv ist. Der hat eine Bezugsmarke jetzt vom Fahrbahnrand. Und wenn ich jetzt hier Richtung Fahrbahnrand mal mich provoziere, dann wird das gleich grün, zack, und schon greift er rein. Ne? Das ist recht genau. Man sollte allerdings natürlich in so Baustellensituationen, wo gerade mal nur 2 Meter Platz sind, darf man nicht durch. 2 Meter, bin ich breiter? Über die Spiegel sind wir 2,6 Meter, glaube ich. Genau, es zählt mit Spiegeln. Und deswegen sollte man immer gucken. Steht aber 2,10 inzwischen auf weißen Schildern. Achso, sobald ein Subaru kommt, steht 2,10 drauf. Nee, weil die meisten Autos ja die 2 Meter gar mehr einhalten. Die schaffen das gar nicht mehr. Ja, komme ich nochmal aufs Display zu sprechen. Ist das schwer zu bedienen? Nee, also hier dieses Display für das Radio und für das Entertainment-System einfach immer hier auf den Home-Button, wenn ich irgendwo mich verduttelt habe und weiß nicht mehr, wo ich hin, auf den Home-Button, dann habe ich meine Kacheln und dann suche ich mir das aus, was ich mache. Radio. Wie am Handy? Wie am Handy auch. Also wirklich gut gemacht. DAB Plus ist eingebaut, das ist der neue Digitalradiostandard, wird immer wichtiger. Man hört automatisch die Sender, man kümmert sich gar nicht mehr drum. Auf einmal kriegt man Deutschlandfunk ohne Störungen bundesweit. Genau, und das ist halt das, was vorher nicht der Fall war. Ich war jetzt auch vor kurzem nach Belgien reingefahren und also über Luxemburg, Belgien, selbst dort war das mit dem DAB. Ich glaube, bis fast 200 Kilometer konnte ich SR1 hören. Das ist schon gegenüber früher ganz große Verbesserung. Ja, ja, wir fahren gerade in Saarbrücken, wir sind bei Auto Sauer.
seit 27 Jahren Subaru begeistert als Händler. Du hast so viele Autos, musst du verkaufen. Wie läuft das mit Subaru? Gibt es die Verunsicherung? Elektro ist bei dir auch komplett im Moment? Also es ist wirklich so, dass die Leute wirklich verunsichert sind. Selbst wir als Fachleute haben ja unser Huddle, sage ich einfach mal, die ganzen verschiedenen Abgasmesssysteme und Verfahren auseinanderzuhalten. Ich sage mal so, die Beratungsphase und die ist halt extrem und die Bedarfsanalyse, die ist extrem, dieser Umfang wird extrem mehr gefordert, weil wir brauchen einfach mehr Zeit, um herauszufinden, was die neue Kunde für ein Fahrprofil haben und welches Auto für sie das Richtige ist. Ja. Das Thema Hybrid kommt gut an bei deinen Kunden? Ja, also es kommt wirklich gut an. Viele haben damit noch keine Berührung gehabt und wenn man dann halt die erste Probefahrt mal gemacht hat und zeigt es denen, dann verlieren die auch die Angst und die Scheu davor. Hier ist jetzt auch nochmal zu erkennen, dass mein Fahrprofil aktiv ist. Sollte ich jetzt auch, das ist auch ein Müdigkeitswarner integriert, sollte ich jetzt nicht aufmerksam sein, dann würde das System das sofort erkennen und mich dann aufmerksam selbst nach Hause fahren. Nein, aber er warnt mich akustisch und optisch und sagt mir einfach, guck nach vorne. Ja, die Lautsprecher, die drin sind erstaunlich gut für Subaru, muss man sagen. Klingt wie in einer großen Heimstereoanlage mit allem drum und dran. Ist schon fett, oder? Ja, in der Active-Variante ist schon eine gute Qualität verbaut. In der Platinum-Variante gibt es sogar ein Cardon-Soundsystem mit Subwoofer im Kofferraum. Allerdings dann wirklich nur in der höchsten Ausstattung. Ne? Subwoofer können wir aber nachrüsten zur Not. Geht alles. Nachrüsten kann man immer. Genau. Wenn ich das haben möchte, aber auch das Standard-Soundsystem ist schon enorm. Was ich stark finde bei Subaru, die haben zum Beispiel auf so Kleinigkeiten Rücksicht genommen, wie zum Beispiel, wenn die Sonne sehr tief steht, kann ich meine Sichtblende einfach verlängern. Wenn du mir das mal kurz zeigst, ja, das ist so sogar auf beiden Seiten. Diese Sichtblenden verlängern und dadurch kann man den Bereich hier um die Kameras und hinterm Spiegel, wenn da die Sonne tief steht, sauber abdecken. Sauber abdecken. Ja. So ist es. Sag mal, wenn hier mal ein Scheibenproblem ist, habt ihr viele Probleme mit kaputten Scheiben bei Subaru? Frontscheiben? Ja. Also ich muss sagen, die alten Forester-Modelle bis 2013, die waren echt oft kaputt. Aber die danach haben die den Winkel der Frontscheibe ein bisschen nach hinten, genau, und seitdem ist es wirklich besser geworden. Also das heißt, die kleinen Splitz und so, die batschen nicht mit voller Wucht, sondern werden eher ein bisschen abgeleitet. Genau. Das ist aber unkritisch. Habt ihr jetzt nicht jede Woche oder irgendwie eine Frontscheibe? Nee. Nee. Also seitdem es EyeSight gibt, ich versuche jetzt gerade mal den EV-Modus zu aktivieren. Sicher, jetzt fahren wir 33 und fahren voll elektrisch hier in der 30er-Zone. Ist das gerade praktisch? Das geht mit vielen Mild-Hybrids nicht, muss man sagen. Ja, das kann normal kein Mild-Hybrid. Der Mild-Hybrid ist nur dazu da, wie wir eben gesehen haben, zu unterstützen. Und hier können wir halt auch die 30er-Zone und so, wie man so schön sagt, segeln. Sicher, jetzt die Batterie, der nimmt jetzt auch von der Kapazität her ab, aber sicher, ich kann bis 40 km/h kann ich rein elektrisch fahren. Und hier ist, wie gesagt, 30er Zone, gibt es ja oft genug in Saarbrücken. Und vorne ist ein Blitzer. Vorne ist ein Blitzer, genau. Und da macht das natürlich Sinn. Und jetzt spare ich ja auch Kraftstoff. Die letzten 30 Sekunden sind wir jetzt elektrisch gefahren, jetzt hat er nochmal dazugeschaltet. Jetzt mal eine Frage, also zum Zusammenfassen. Das Fahrzeug hat keinen Plug, wo ich ihn zu Hause auflade. Das ist kein Plug-in-Hybrid. Nein. Also das ist ja der große Unterschied zwischen einem Mild-Hybrid und einem Plug-in-Hybrid. Ein Plug-in, der hat immer ein Kabel. Ein Mild-Hybrid unterstützt normalerweise nur, außer in unserem Fall, da kann er rein elektrisch auch ein bisschen fahren. Und dann gibt es noch dazwischen die Vollhybride. Die Vollhybride sind halt die so 2-3 Kilometer elektrisch fahren können. Die haben aber meistens dann größere Batterien an Bord, was dann auch einen großen Einfluss, zum Beispiel, was für uns wichtig ist, Gewicht? Auf die Anhängelaster hat, genau. Weil da sind wir wirklich stark aufgestellt in dieser Klasse. Also der alte Forester hatte ja 2 Tonnen Anhängelast und hier haben wir 1870 Kilo bei 8% und sind dabei, den auf 2 Tonnen wieder aufzurüsten bei 12%. Das ist Subaru in der Homologationsabteilung, sind die dran, das hinzubekommen. Das 8% ist der Standardwert? 8% ist der Standardwert. Okay, super. Beziehungsweise 12% ist der 12% ist Standardwert, 8%. Ist aufgelastet. Okay, das bedeutet, also ich habe dann eine Einschränkung, ich darf dann maximal 8% Steigung fahren, richtig?
Genau. Mit Anhängelast? Mit 2 Tonnen wären es dann 8%, genau. Aber also mit 12% steigen darfst du auf jeden Fall die 1870 Anhänger. Super. So, jetzt sind wir wieder hier schön am Segeln. Na? In der Stadt geht es eh nicht so schnell, wir fahren rein elektrisch. Und Also Thema Anhängelast, geht mal auf die Seite drauf. Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung mit drauf, wenn es vielleicht ein bisschen verwirrend war oder falsch. Das könnt ihr gleich nochmal nachlesen, dann in der Beschreibung bei YouTube. Einfach auf Saarlandfernsehen gehen, da kriegt ihr das Video auch nochmal zu sehen. Ja, jetzt lädt er auf. Genau. Jetzt hat der Startgenerator wieder zugeschaltet. Jetzt fahren wir wieder rein mit dem Motor. Jetzt fährt der Motor und der Elektromotor lädt gleichzeitig die Batterie hinten. Ja. Jetzt sieht man sehr schön, oben habe ich auch noch so eine kleine Wippe. Da sehe ich, jetzt wird gerade geladen. Macht sich das auf den Bremsen natürlich auch bemerkbar. Das heißt, der Bremsverschleiß ist wesentlich geringer. Der Bremsverschleiß ist mit Sicherheit geringer. Man darf das aber auch nicht, ich bin ja auch Techniker. Ne? Je weniger ich bremse, umso mehr habe ich auch ein Problem mit Rost an Bremsscheiben. Also zwischendurch mal kräftig auf die Bremse drücken, das sage ich all meinen Kunden, das schadet nie was. Das macht die Flächen der Bremsscheiben nochmal sauber. Und dadurch spart man dann am Ende halt den Wechsel der Bremsscheiben wegen Verrostung, ne? Oder wegen schlechten Fahrten. Kommt schon mal vor, ja, so ist es. Mensch, was wir noch gar nicht gezeigt haben, sind ja die hervorragenden Geländeeigenschaften eines Subaru Forester. Hast du noch eine Waldstrecke, wo wir nicht zeigen, wo wir hinfahren? Also im Moment ist es sehr, sehr schwierig, in Stadtnähe was zu finden. Aber ich bin dabei. Und wir können das gerne im nächsten Video mal nochmal nachholen. Genau. Wir werden aber mal eins machen, die Fahreigenschaften aller Subarus gelten hier stellvertretend. Das heißt, was wir mit dem XV, guckt euch mal das XV-Video an, das machen ja viele. Da sind wir durch den Batsch durch, zu einer ähnlichen Jahreszeit wie jetzt. Genau. Es war auch Winter, du warst sogar mit damals ging das noch mit Sommerreifen unterwegs. So ist es auch jetzt, hier sind auch Sommerreifen drauf, weil es ist März. Ne? Und er lacht gerade. So das bisschen, was hier noch an Schnee kommt, das schaffen wir auch mit den Sommerreifen. Zumal die eine M&S-Kennung haben, aber kein Prüfzeichen. Okay, verstanden. Das heißt, wenn Schnee fallen würde, dürfte ich nicht mehr fahren? Streng genommen nicht. Gott. Gucken, ob du ein Strafmandat jetzt kriegst nach dem Video. Ich denke nicht. So ist es. Nee, Spaß beiseite. Also du kommst mit manchen Sommerreifen, selbst wenn sie wenig Profil haben, noch besser durch wie manche mit Winterreifen. Genau, so ist es. Und jetzt hier, das war eben kurz unterbrochen, jetzt sieht man nochmal diese Anzeige. Also auf den letzten 320 Kilometern haben wir über 1 Stunde 11 Minuten jetzt. Eben waren es, also 4 Minuten auf unserer Fahrt war der Motor aus. Ja. 800 Milliliter gespart. Ja. 800 Milliliter auf der Strecke, die wir jetzt gefahren sind. Genau, rein durch Abschalten des Motors. Nochmal, wir haben jetzt auf der Strecke, wo wir gerade filmen? Nee. Das war jetzt auf den letzten 320. Also 800 Milliliter ist ja nicht viel. Oder ist mehr? Oder ist es pro 100 Kilometer 800? Nee, das ist insgesamt, das ist halt die Summe, der zählt einfach nur zusammen, wie lange ist der Motor aus und je nachdem, wie viel Zeit das ist, ergibt es eine gewisse Summe. Natürlich hört sich jetzt nicht so viel an, aber in der Summe, geben wir dem Vorgängermodell, haben wir eine Einsparung von 0,7 Liter. Obwohl das Auto ja viel schwerer ist. Also wir haben jetzt 1,6 Tonnen, also die einfachste Ausstattung, der hier hat so 1650 Kilo und der Platinum hat 1690. Ist der Wagen jetzt viel teurer geworden deswegen? Ja, also vergleichbar ausgestattet, wenn ich jetzt mal diese Neuerungen mal außen vor lasse, sind wir so 3.000 Euro teurer. Aber der Wiederverkaufswert ist natürlich ein ganz anderer. Genau, und du hast ein völlig neues Auto, das ist ja auch diese neue Global-Plattform, die Subaru im XV ja schon verwendet hat, die auch hochfeste Stähle hat. Wir haben jetzt auch wieder sämtliche Crashtests mit Bestwerten abgeschlossen und das in der Summe macht das neue Auto halt auch aus. Nicht nur rein die neue Karosserieform, sondern auch die Sicherheitsfeatures. Ich hatte auch irgendwann in meinem Video schon mal erzählt, dass Subaru bis 2030 das sicherste Auto der Welt bauen will. Es soll also niemand mehr beim Verkehrsunfall mit einem Subaru ums Leben kommen und dazu gehören halt die ganzen Assistenten. Unter anderem hat dieses Auto ja auch diesen Spurhalteassistent, den wir ja eben gesehen haben. Aber der ist inzwischen auch verbessert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand überhole und schere ein und sehe den nicht oder will zu früh rein, auch dann greift er ein. Also der guckt auch nach hinten. Das werden wir gleich mal testen. Das haben wir den Leuten versprochen. Wir werden mal den Rückwärtsbremsassistenten mal testen. Habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ich hätte es gern gehabt in meinem T6. Genau, das gucken wir uns jetzt gleich mal noch an, bei mir auf dem Gelände. Wir müssen unbedingt mal die Rundumsicht mal gucken. Der hat viele Kameras. Genau.
Also wir haben Rückfahrkamera, wir haben Seitenkamera im Spiegel noch und durch die Sensorik nach hinten können wir halt, wie eben schon gesagt, diesen Notbremsassistent aktivieren, der im Zweifelfall vor größeren Schäden und viel Geldausgaben schützt. Ja, wir sind bekannt für ehrliche Videos, deswegen sagen wir manchmal auch Aussagen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Ist das ein gutes Auto, lieber Michael? Also es ist ein ausgereiftes Auto, das für die Kunden, die wir bedienen, wirklich eine Verbesserung darstellt, was gegenüber dem Vorgängermodell ist, in puncto Sicherheit, in puncto Assistenzsysteme und in puncto Allradantrieb und Verfeinerung Diesels. Ja, absolut. Also es geht ja darum, die Fahrzeuge liegen wie ein Brett auf der Straße am permanenten Allradantrieb, kommen durch überall Batsch, da vorne steht ein LKW, der blockiert gerade die Strecke, das ist nicht schlimm, können wir uns trotzdem mal unterhalten. Du kannst aber schon mal, du kannst mal eins machen, du kannst mal diese Kamera mal anmachen, weißt du, wie es geht? Also hier ist Warte, zeig mal gerade. Hier ist dieser View, jetzt haben wir hier seitlich sind wir aus dem Spiegel raus, jetzt den Abstand zum Bordstein, also auch hier, wenn ich mal Richtung Bordstein käme und sage ich, jetzt wird es ein bisschen eng, dann lenke ich halt mal hier rüber. Also man kann diese gelbe Linie gibt so 20 cm vor. Ist ja praktisch, wenn ich jetzt praktisch ein Hindernis im Gelände habe, das sehe ich. Ja, oder ich parke beim Einparken, kann ich halt genau mir angucken, wie weit bin ich jetzt vom Bordstein weg. Das kann ich umschalten, die Kamera? Also umschalten auf die Rückfahrkamera geht natürlich nicht, während ich vorwärts fahre. Aber die andere Seite würde gehen? Die andere Seite hat er ja nicht, er hat nur auf der rechten Seite. Hat rechte Seite, da wo es Sinn macht. Genau, normalerweise parkt. Auf der linken Seite kann ich ja notfalls rausgucken, auf der rechten Seite geht es nicht. Genau, im Zweifelfall mache ich die Tür auf und dann sehe ich das. Auch hier jetzt, fahren wir mal kurz auf Bordstein hoch, auch das ist sehr locker. Ja. Ich muss aber lachen mit den Sachen, die wir schon gemacht haben mit den Autos. Da ist mal eben mit Bordstein hochfahren Kindergeburtstag, oder? Genau. Aber wir fahren jetzt mal kurz noch hoch zu meinem Freund und Nachbarn Weißmüller. Der Wolfgang Quack, der hat, glaube ich, heute auch Ruhetag. Und das ist dein Laden, wo der Bus gerade davor steht. Genau, und dann gucken wir uns da mal, der hat so einen kleinen Hubbel. Ich glaube, den probieren wir jetzt mal aus. Das ist gut. So, Quack ist da vorne eins der besten Restaurants von ganz Saarbrücken. Kann man schon sagen, oder? Ja, absolut. Ich gehe da sehr gern hin. Bin auch am Freitag wieder dort und freue mich auf die leckeren Sachen. Auch hier legendäre Steigung. Anfahrhilfe. Ne? Ich bleibe stehen. Du machst nichts gerade. Ich mache nichts. Das Auto rollt nicht rückwärts. Erst nach 3 Sekunden löst die Bremse zart. Aber ich habe Zeit genug, aufs Gas zu gehen und los. Achso, er bleibt 3 Sekunden. 3 Sekunden hält er das Auto, ja. Wir haben richtig Steigung gerade. Also wir haben bestimmt hier, wie 8% waren das. Ja. Und der hat nämlich hier vorne So, und jetzt hier Stein. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein kleines Buckelchen. Na, das ist also sowas, das zeige ich dann ab und zu mal gern. So, wenn Sieht man schon den Himmel? Suche, ja, und jetzt fahre ich einfach hier mal so an. Warte mal, ich steige mal aus. Ich muss das mal von außen zeigen, denn das sieht so harmlos aus von innen. Da würdest du mit keinem anderen Auto, oder ja schon, aber ich sag mal, du machst das ja die ganze Zeit mit den Autos. Ja, das macht dir ja Spaß. Warte, ich steig mal aus. Boah, es ist schön matschig. Da ist er. Und das ist übrigens die kleine Rampe. Ja, da fährt er eben mal hoch. Auch die Seite. Ich gucke mal kurz auf die andere Seite. Ja, locker vom Hocker. Man das sieht, das sind schon eine Steigung von guten 1,20 Meter, wenn wir eben hochgefahren sind. Auch das übrigens habe ich schon probiert, dank der Elektronik nämlich. Man kann wie geil. Ist das cool. Ich mache mir weniger Sorgen um dein Auto wie um meine Kamera. Die ist nicht ganz wasserdicht. Ja. Jetzt schauen wir mal kurz ein. Ja, was interessant ist hier, das war jetzt alles harmlos. Das war jetzt harmlos, ja. Ich darf die Wiese hier umflügen, aber wie gesagt, ich bin dran mit einem befreundeten Bauunternehmer ein Gelände. Strecke. Genau, dass wir das wirklich mal richtig austesten. Ne? Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, mal diese Bergabfahrhilfe zu zeigen, also, die auch Augenblick. Auch in allen Autos verbaut ist. Wie gesagt, der X-Mode. Einmal hier gedrückt und schon hält er uns
X-Mode ist eine Elektronik, die nochmal eingreift zusätzlich. Genau, der X-Mode, der hält mir jetzt einfach mal das ist eine Bergabfahrhilfe. Hier oben zeigt er auch jetzt die 9% Gefälle an. Krass, echt 9. Das ist schon ganz schön viel. Ja, und der hält den jetzt auf Schrittgeschwindigkeit, also selbst wenn Du musst nichts machen. Nichts, nur lenken. Thema ist Rutschen, oder? Rutschen, genau. Wenn es jetzt hier glatt wäre und dann wird nur der Teil der Bremsanlage angesteuert, der auch entsprechend Grip auf dem Boden hat. Du kannst dich selber aus vielen Dingen freischaufeln, dazu einfach einen bestimmten Modus einstellen und einfach Gas geben. Genau, Gas geben. Also umgekehrt das ist jetzt die Bergabfahrsituation. Umgekehrt funktioniert es bergauf genauso, indem ich dann eben den X-Mode aktiviere und dann ist in dem Antriebsmoment wird die Verfeinerung stattfinden. Das heißt, die Räder, die Grip haben, bekommen die Kraft zugeteilt und bringen mich aus der Situation raus. Habe ich schon probiert. Da war ich richtig eingegraben, ich kam trotzdem raus, gibt aber Grenzen. Natürlich, es gibt immer Grenzen. Spätestens wenn der Boden aufsetzt, dann haben wir Probleme. Wie ist das mit der Bereifung? Kann ich etwas grobere Bereifung wählen auf Wunsch? Ja, man kann alles individuell machen. Also wir haben auch viele, die auf Ganzjahresreifen umsteigen, da ja bei uns der Winter immer weniger Einzug hält. Reicht dann dem einen oder einen. Aber hier die Reifen, die dabei sind gut? Die sind gut, ja, absolut. Sind auch sehr leise. Und jetzt sind wir nochmal hier auf dem Gelände. Jetzt zeige ich ja mal noch den rückwärts Notbremsassistenten. Ja, denn hat nämlich die legendäre Teststrecke und das sieht man jetzt nur rückwärts, deswegen zeige ich es mal gerade. Das ist jetzt die Rückfahrkamera, die ist schon gut, oder? Riesig. Ja, die ist gut, die zeigt ja aktiv sogar. Genau, aktiv an, wo du rauskommst. Und wenn ich jetzt hier so am Rollen wäre, und jetzt sieht man hier hinten kommt meine Testwand, jetzt fahren wir mit 5 km/h rückwärts. Der traut im System. Obwohl, wir haben schon mehr kaputt gemacht. Jetzt pass auf, jetzt warnt er gleich. Wow, wie geil ist das denn? Und bleibt stehen, Der ist dort richtig volle Lotte in die Eisen. Ja, genau. Und das ist halt das, erst warnt er dich und wenn du nicht reagierst, dann kommt die Notbremse. Nochmal. Oder darf man das nicht zweimal? Das kannst du auch zweimal machen, ja. Ich glaube, beim dritten Mal schalte er ab. Also es passiert ja häufig, dass man so am Rückwärtsfahrer ist und passt nicht auf. Das geht auch, wenn man schräg fährt, auf den Zaun zu oder so. Wie ist mir passiert? Er hat mich ja gewarnt. Ich bin trotzdem reingefahren. Siehst du, jetzt bremse ich nicht. Ich mache nichts. Bremse zu, um Position zu halten und dann fahren wir da raus. Das ist ja habe ich noch nie gehört, dass sowas gibt. Ja. Gibt es das bei irgendeinem anderen? Weißt du es? Vielleicht? Nicht, dass ich wüsste. Also das ist wie gesagt die Weiterentwicklung, die jetzt im Forester zum ersten Mal verbaut ist. Ich vermute, dass das auch sukzessive in die anderen Modelle reinkommt. Geht das vorwärts auch eigentlich? Bei langsamer Fahrt? Mach mal. Ich will das nochmal zeigen. Also klar, die Leute kennen auch das andere Video, wo wir mit etwas schneller... Warte, ich schneide mich mal an. Achso, du bist gar nicht angeschnallt. Nee, ich habe mich gerade eben, als ich auf deinem Privatgelände war, wieder abgeschnallt. Ah, so. Das ist doch klar. Gut. Ich würde ja niemals... Warte, ich schneide mich kurz an, weil das kenne ich nämlich noch beim letzten Mal. Ich glaubte ja, dass es funktioniert, aber glauben heißt nicht wissen. Jetzt muss man vor allem eins machen, man darf halt nicht reagieren. Also in der normalen Fahrsituation ist ja so, wenn ich ein Hindernis vor mir habe und das System warnt mich, dann reagiere ich ja in der Regel. So, Ach, du darfst nicht lenken? Genau, ich darf nicht lenken, sonst bremst er nicht, dann warnt er nur. Also wir fahren jetzt mal hier flott drauf los. Jetzt warnt er schon. Boah! Und auch hier, Notbremsassistent war aktiv. Da brauche ich aber nicht ein Auto vor mir, das würde auch was anderes sein. Oder erkennt er ein Auto? Der erkennt Autos, Fußgänger, der erkennt Radfahrer. Oder halt auch andere Hindernisse, also auch ein Pfosten oder ein Schild oder sowas, das wird ihr da auch sehen. Cool. Warte mal, ich wechsle mal kurz meine Hand. Boah ey, was ich mit dir alles erlebe, ist ja besser wie auf der Kirmes. Dafür muss man es ja zeigen. Also ich glaube nicht, dass das jemand, der sein neues Auto hier abholt, gern selbst ausprobiert. Ich bin jemand, der die Sachen verkauft und ich will sie auch vorher ausprobieren, damit ich auch den Nutzen aufzeigen kann. Hast du schon mal einen geschrottet? Nein, nee, bisher wirklich noch nicht. Also einmal war es knapp, weil ich da, wie gesagt, gelenkt hatte, hatte aber dann mit dem Füßchen noch Zeit genug zum Nachjustieren und dann am Anfang war das halt so. Aber inzwischen weiß ich, wie es funktioniert und kann das auch jedem Kunden erklären und zeigen. Ja, Crashtest, da habt ihr gut immer abgeschlossen? Genau, jetzt auch wieder ein aktueller NCAP-Crashtest hat Insassensicherheit auf der Rückbank, also für die Kinder zum Beispiel 94%. Das ist Topwert in der Klasse, ja. Die haben auch richtig Platz, ich zeige das mal gerade. Also
Du bist 1,80 Meter, dann sitzt du schon ein gutes Stück zurück. Du bist jetzt nicht gerade der Kleinste. Trotzdem habe ich hier Platz, da könnte ich noch einen Hund reinmachen hier vorne. Fast, ja. Wie ist das mit Hund? Und ihr habt Zubehör dafür, oder? Viele haben ja einen Hund. Ja, es gibt jede Menge Zubehör. Hier ist jetzt noch nichts verbaut, aber es gibt natürlich alle möglichen Anschnallsysteme für die Rücksitzbank. Es gibt Boxen, es gibt Gitter, es gibt die Möglichkeit, Rampen anzubauen, wenn das Tier mal älter wird. Aber in dem Zusammenhang machen wir bald mal ein Hundeforum und da werde ich aber noch drüber berichten. Fassen wir mal zusammen. Full LED, Modelljahr 2020 als Hybrid-Variante mit ordentlichen Schlappen drauf, die dich überall nicht im Stich lassen. Mit Elektronik pur, die aber auch funktioniert, mit einem Boxermotor mit drin, der sehr sparsam ist. Ja. Für die Masse muss man auch sagen, was wiegt der? 1680 Kilo, je nach Ausstattung, zwischen 1650 und 1680. Hier steht der Platinum, das ist die Vollausstattung, der hat auch 18 Zoll Räder. Ja. Und Leder innen kann ich ja vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz zeigen. Ja, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben noch 1 Minute. Komm, wir geben Gas. Guck mal hier kurz rein. Hier siehst du diese Ledersitze, elektrische Sitzverstellung auch auf der Beifahrerseite. Und der riecht direkt nach Leder, wenn er reinkommt? Nach Leder, ja genau. Und hat wie gesagt 18 Zoll Räder. Lenkradheizung ist ab Active auch schon drin. Also es ist jetzt viel teurer? Also der teuerste kostet jetzt 43. Aber da ist alles drin. Da ist voll. Mit riesen Schiebedach und so weiter, ja. So, mal ein bisschen Werbung. Welche Stadt bist du? Ich komme aus Saarbrücken und ihr könnt gerne uns besuchen und Probe fahren. Gersweiler Straße 41. Genau, die Leute kommen aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa, Schweiz, überall zu dir. Muss man auch sagen, du liebst Subaru. Ich bin ein Subarist, genau. Ja, danke. Tschüss. Der Subarist Michael Sauer. Tschüss.